Alter, morgens vor meiner Nase. Wird ein bisschen was gegessen. Good morning, guys. Good morning. I love monkey. No. No. No monkey. Only dogs. Dogs and cats. Egal wo man hinläuft, sind einfach Affen. Ist das nicht geil? Das ist der Wahnsinn, ey. Ich feiere das hart. Lovely day, guys. Lovely day. Let's hope it stays like this. Bonjour, ihr Lieben. Was soll ich sagen? Ich habe ja wirklich einiges erlebt in den letzten Wochen, habe viele schöne Tage gehabt. Heute ist mein Akku relativ früh leer gewesen, deshalb konnte ich den Tag nicht dokumentieren. Aber von all den Tagen war das, glaube ich, heute der erfüllendste Tag von allen. Ich werde nachträglich nochmal zu diesem Tag was sagen, aber ich beschreibe mal kurz, wie er anfing. Wir sind relativ früh hoch zum Little Adams Peak, zum Sonnenaufgang, war echt richtig schön. Und danach hat Mia mich zum Frühstück eingeladen in ihrem Guesthouse und dann hatten wir uns entschieden, noch zu Elle Rock zu gehen, weil wir das am Tag davor machen wollten, aber es geregnet hatte. Aber irgendwie hatten wir uns heute drauf geeinigt, dass wir trotzdem gehen, ob es regnen wird oder nicht. Vollkommen wurscht, im Endeffekt ist es trocken geblieben. Und auf dem Weg dahin haben wir 5 Mönche kennengelernt. Und wir haben den ganzen Tag mit ihnen verbracht. Wir saßen oben auf dem Berg, haben eine unglaublich schöne Aussicht gehabt. Die Wolken sind an uns vorbeigezogen. Und der Tag ist immer mehr irgendwie in eine Richtung gewandert, wo ich mir dachte, was ist hier los? Wie kann es sein, dass ich generell Menschen anziehe aus allen möglichen Kulturen, von allen möglichen Religionen, alle möglichen Energien, Spiritualitäten. Und es war wirklich ein wunderschöner Tag. Die Mönche haben uns gefragt, ob wir mit denen Zeit verbringen wollen. Dann sind wir noch zu einem kleinen Flusslauf gegangen, sind reingesprungen, haben wie Kinder gespielt. Und ich habe so viel über das Leben gelernt heute. Ich habe so krass viel gelernt, ohne dass die Menschen mir irgendwelche Hinweise gegeben haben. Aber einfach Zeit mit ihnen zu verbringen und zu merken, dass ich auf einem gewissen Weg bin, der zielführend ist. Und ich Leute anziehe, die ich vorher nie angezogen hätte, weil ich so sehr mit meinem Kram beschäftigt war oder so sehr im Außen gelebt habe, dass ich nicht gemerkt habe, dass ich etwas in mir trage, was unglaublich wertvoll ist. Ich kann gar nicht in Worte beschreiben, ich kann gar nicht in Worte fassen, wie erfüllt ich bin, wie unglaublich schön dieser Tag war. Ich konnte leider nicht so viel festhalten. Mia hat ein bisschen was gefilmt und ich hoffe, dass ich es nachträglich noch zusammenschneiden kann. Aber ich bin dankbar. Ich bin unglaublich dankbar, diese Erfahrung machen zu dürfen. Ich kann dazu gar nicht mehr sagen, als dass ich sehr, sehr glücklich bin. Was geht, ihr Lieben? Es ist ein herrlicher, sonniger Morgen. Nach einem unglaublich schönen Tag gestern. Bin mal ein bisschen früher schlafen gegangen, weil ich echt einfach übermüdet bin. Und habe mich dafür entschieden, heute Richtung Süden zu reisen, auch wenn ich noch einiges vorhatte. Und es noch viele Dinge gibt, die ich hier sehen könnte, sehen wollen würde. Der Strand ruft meinen Namen, ich höre ihn so laut schreien. Und ich habe immer noch genug Zeit, ich kann jederzeit zurück nach Elle kommen, die Dinge noch angucken, die ich will. Und ich habe entschieden, auch den Nationalpark zu überspringen, weil den ganzen Spaß kann ich auch in meinem wirklichen Zuhause sehen, wenn ich wieder zurück nach Kenia oder nach Ruanda gehe. Deshalb wüsste ich nicht, warum ich das hier machen sollte. Und viele Leute haben gesagt, dass es sich nicht wirklich lohnt, wenn du irgendwie 100 € zahlst, um dann einen Leoparden in 20 Kilometer Entfernung zu sehen. Deshalb trinke ich jetzt erstmal meinen Kaffee. Dann fahre ich bei den Mönchen im Kloster vorbei, weil die mich eingeladen haben und ich ihnen versprochen habe, nochmal vorbeizukommen. Dann fahre ich noch zu einer Sehenswürdigkeit und dann geht's ab auf den Roller. Ich habe wieder Bock zu fahren, ich habe Bock durch die Natur zu rasen. Und mal gucken, ob ich heute den Strand noch erreiche. Wenn nicht, mache ich irgendwie einen Zwischenstopp und schlafe irgendwo eine Nacht, weil es auch ein bisschen wetterabhängig ist. Aber sollte eigentlich alles klappen. Mir geht's gut, ich bin ausgeschlafen und ich habe Bock. Ich muss sagen, das Personal hier ist es unfassbar, so freundlich, immer am Lachen. Jeden Morgen, wenn ich komme, lacht er mich an. Der hat eines der sympathischsten Lachen überhaupt. Wenn er gleich vorbeikommt, sage ich immer, soll man meine Kamera lachen, ey. Der gibt sich echt Mühe und der weiß jeden Morgen, was ich haben will. Er lacht schon, sagt Cappuccino, und dann frage ich ihn immer mit und dann sagt er Coconut Milk. Und dann sage ich, nein, diesmal nehmen wir Hafermilch.
Ich hatte gerade eine lustige Begegnung mit einer deutschen Gruppe, die ich gestern kennengelernt habe beim Hiken. Und ich glaube, so vor ein paar Jahren hätte ich hier auch noch richtig viel Freundschaften geschlossen. Aber mir ist das alles nicht so wichtig. So. Ich will Zeit für mich verbringen. Mir war das sogar alles ein bisschen zu viel, zu stressig, zu viel europäischer Einfluss. Aber haben ein bisschen Referenzen und Erfahrungen ausgetauscht. Und dann habe ich gesagt, ja, ich reise halt alleine mit dem Roller, habe mir einen Roller in Colombo geliehen. Und dann fragt mich die Freundin von dem einen, ob ich denn nicht Schiss hätte. Dann meine ich, vor was denn? Dann sagt sie, ja, irgendwie mit dem Roller einen Unfall zu haben und so. Dann sage ich, das kann doch zu Hause genauso passieren. Und ich glaube halt genau mit der Einstellung, wenn man irgendwo hingeht und das ins Universum rausschickt, dann wird auch was passieren. Und ich vertraue einfach dem Leben, dass was passieren wird. Und ich kann dem auch nicht entkommen. Aber mich von sowas zurückzuhalten und alleine zu reisen, schöne Erfahrungen zu machen, sehe ich halt absolut nicht ein. Aber man sieht, viele Leute haben dieses konditionierte Denken und macht euch wirklich frei davon. Ich habe die beste Zeit, ich habe die besten Menschen kennengelernt. Auch, ich glaube, das mit den Mönchen kam nur dadurch zustande, weil ich einfach darauf vertraue, dass alles seine Richtigkeit hat. Deshalb, always trust in yourself and always trust in life. Thank you very much. Look who's here. Look who's here. He invited me for breakfast. I took 1 hour to find the place, but I finally made it. And I'm very happy to meet you again. Yeah, me too, me too. We had a crazy day yesterday. I didn't document it, but I will tell you something about the experience I made yesterday. Oh, there are the others. Wait. Look at them. Hey guys, I finally made it. Ah, that's lovely to see you. Good morning, sir. Good morning. I'm happy to be invited. We saw each other already. So, ich habe gut gegessen, ich wurde jetzt zum Frühstück eingeladen und jetzt gehen wir ein bisschen Drohne fliegen. Die haben einen sehr jungen Mönch, der ist 18 Jahre alt und der ist extrem interessiert an der Drohne. Ich hätte es nie gedacht, Mönche mit Handy zu treffen, Instagram. Heute Morgen war ich einen Kaffee trinken und dann kommt ein deutsches Pärchen auf mich zu und sagt, du bist famous. Ich sag, ja, warum? War ich schon immer. Sagen sie, weil der Mönch hat ein Foto von dir gepostet auf Facebook oder auf Instagram. Ich so, was? Hat mich nicht mal verlinkt. Ich bin jetzt gerade bei ihrem Tempel. Wird komplett neu renoviert, neu eingerichtet. Und jetzt starten wir mal die Drohne. Ich hatte bei unserer Wanderung am Vortag schon festgestellt, dass die Mönche unglaublich wissbegierig waren und viel mehr Interesse an meinem persönlichen Leben zeigten, als ich an ihrem. Der hat das Ding schon sofort angemacht, der weiß sofort, wie es funktioniert. Ist total motiviert, ey. Und wir starten den Spaß jetzt mal. Mia ist noch nicht da. Er ruft sie gerade an, mal gucken, ob sie kommt. Ja, Is she coming? yeah, she's coming. Inzwischen weiß ich genau, dass es keine Zufälle im Leben gibt. Denn ich hatte zu Beginn der Reise Sri Lankas mir schon fest vorgenommen, vielleicht für 2-3 Tage in einem Kloster zu bleiben, um einfach ein bisschen Ruhe zu finden, um meine Gedanken zu klaren. Und wie das Leben manchmal so spielt, begegnete ich genau diesen Mönchen, die mich zu ihrem Kloster einluden. Wir hatten unglaublich gute und tiefsinnige Gespräche gehabt und teilten unsere unterschiedlichen, aber doch gemeinsamen Sichtweisen auf die Welt. Auch wenn wir aus komplett unterschiedlichen Regionen dieser Erde stammten, kamen wir doch immer auf einen gemeinsamen Nenner. Dass diese Welt und das Leben, das jeder Einzelne von uns besitzt, ein Geschenk Gottes ist. Wie man diesen Gott nun definiert, das bleibt jedem selbst überlassen. Und dass es wichtig war, die Wunder dieses Lebens zu erkennen und das Geschenk, was uns jeden Tag bereitet wird. Viele halten das Leben, das sie leben dürfen und führen, für selbstverständlich und bedanken sich gar nicht mehr für die kleinen Dinge im Leben. Ich war unglaublich dankbar, diese Mönche kennenlernen zu dürfen und diese Freundschaften zu schließen. Da mein Leben in den letzten Jahren in die Brüche gegangen war, erhoffte ich mir natürlich auch einen gewissen Ratschlag und eine gewisse Lebensansicht, die mir irgendwie weiterhelfen könnte. Ich merkte, dass mir inzwischen
eine gewisse Lebensweisheit zuteil wurde, die gar nicht mehr so viel Einfluss brauchte. Trotzdem tat es unglaublich gut, über die verschiedenen Facetten des Lebens zu philosophieren. Ich hatte das Gefühl, dass ich Erkenntnis gar nicht durch den Einfluss anderer Menschen kriegen würde, sondern einfach durch Ruhe und Zeit mit mir selbst. Obwohl ich zwar schon am Anfang der Reise den Plan gefasst hatte, ein paar Tage in einem Kloster zu verbringen, wurde mir jetzt klar, dass ich weiterziehen musste. Es war nicht der richtige Zeitpunkt, doch er würde bestimmt noch kommen. So schön mit denen Zeit zu verbringen. Die zeigen mir wirklich alles. Die haben eine kleine Library. Ist halt alles am Renovieren. What is that? The Buddha's teaching on the difficulty in repaying the deep kindness of parents. Ooh. That's a little one. Ooh, that's nice. And English book. A lot of help. Wow. So also when foreigners come, they have the possibility to read some books, huh? Yeah. Actually, this is Free rights for a... Theravada Buddhist. Oh, can you show me? Julian, what is the name this one? What's that? Beetle nut? Beetle nut. Beetle nut. Betel nut. What's that? I do. I prepare you. Coconut sugar. It's nice actually. They don't make the tea sweet. They take the sugar and you eat it while you drink the tea. Really? Yeah. And he's our head monk in Switzerland. This one? He's a Yes. monk? No. This is the head monk, huh? Yes. Ah, this is the statues. Ah, I think I saw them. in Switzerland, I think. You also was in Germany once. What's the name? You know it? No, I don't know. When is he coming back? He's now in the Canada. He's came this year, April or May. Maybe I will see him once when I come back here. He's very knowledgeable and he's very perfect to use language to English. Really? Yeah. I mean, I guess he traveled a lot. He saw a lot of places. So Flight of Canada. Because I explained a lot of things. I'm learning a lot of stuff right now. Ich lerne unglaublich viel. Es ist echt schön, mit euch Zeit zu verbringen. Thank you very much. Thank you. Stuti, stuti. So guys, if you feel like coming to a temple, especially when you're in Ella, wenn ihr das Gefühl habt, ihr bräuchtet mal ein bisschen Frieden, ein bisschen Ruhe, dann ist es genau der richtige Ort. What's the name again of the temple? I always Sumanarama. Sumanarama in Kitala Elle Temple. Es ist sehr, sehr schwer auszudrücken, aber es ist noch eine kleine Ruine. Hier wird gerade renoviert. Aber ein sehr friedlicher Ort und unglaublich offenherzige Menschen. Hätte ich nie gedacht, saumodern, Instagram-famous. Und ja, ich werde auf jeden Fall wiederkommen. Ich habe ihm gesagt, ich würde gerne noch ein bisschen bleiben, aber ich fahre erstmal in den Süden. Ich brauche Strand, ich muss Ruhe finden. Und dann komme ich eventuell in einer Woche nochmal wieder.